Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Historischen Bergungsgesellschaft und unserer Smaragd-Expedition im Habachtal. Wir haben in den letzten Tagen an der Schürfstelle beim Gasthof Alpenrose nach Smaragden gesucht und waren auch schon ein wenig erfolgreich. Heute wollen wir unsere Suche fortsetzen und haben uns überlegt, dass unten an der Smaragd-Schürfstelle immer viele Leute sind, die suchen und graben und schürfen und dass deshalb wahrscheinlich schon einiges abgeschürft worden ist. Unsere Idee für heute ist es deshalb, den Standort ein wenig zu wechseln und die Leckbachrinne weiter bergaufwärts zu steigen. Dort sind nicht mehr so viele Menschen unterwegs, weil die Touristen immer nur ganz vorne direkt am Gasthof schürfen und gar nicht den Berg weiter hinaufgehen. Möglicherweise ist es daher total logisch, dass weiter oben auch noch mehr Smaragde zu finden sind. Wir nehmen euch deshalb mit zu unserer Smaragd-Expedition den Berg hinauf. Los geht's! Wir sehen hier den Gasthof Alpenrose und die Schürfstelle liegt dann ungefähr da. Den Berg weiter hinauf geht es auf diesem Weg und wenn man an der Baumgrenze vorbei ist, geht es hier hoch und genau da liegt irgendwo auf 2200 Metern Höhe das Bergwerk. Das ist allerdings viel zu gefährlich, da oben hochzusteigen. Es herrscht ständige Steinschlaggefahr. Und man kann auch abrutschen, weil der Weg so steil ist. Das ist also viel zu gefährlich und so eine Sache, die wollen wir gar nicht erst riskieren. Der berühmte Sedel, das Geröllfeld, liegt etwa hier, jenseits der Baumgrenze. Das wäre das Maximum, was vertretbar wäre, würde ich sagen. Allerdings müsste man da dann vorher abklären, ob das schon im Naturpark Hohen Tauern liegt, ob man den überhaupt betreten darf. Hier weiter unten ist das Schürfen auf jeden Fall erlaubt und wir werden uns heute eine Stelle suchen, die ein Stückchen höher liegt, wo nicht ganz so viele Sucher sind. Da müssen wir jetzt erstmal aufsteigen.
Wie ihr gerade gesehen habt, ist es mit einigen Mühen verbunden, über das Geröll weiter nach oben aufzusteigen. Oftmals sind die Steine, auf die man tritt, wackelig oder auch nass und somit rutschig. Zusammen mit dem zusätzlichen Gewicht der Ausrüstung auf dem Rücken muss man teilweise wirklich sehr darauf achten, das Gleichgewicht zu halten. Gerade in solchen Momenten hat sich die Idee, unsere Ausrüstung kompakt auf dem Rücken zu transportieren, ziemlich gut bewährt. Durch die freien Hände war es einerseits wesentlich leichter, die Balance zu halten, andererseits konnte man sich dann und wann auch einmal abstützen und das ist natürlich sehr hilfreich gewesen, um weiter nach oben zu kommen, da man natürlich nur vorsichtig Schritt für Schritt weiter nach oben steigen konnte. Man merkte dann irgendwann auch deutlich, dass es immer ruhiger wurde, je höher man gekommen ist, denn der Weg nach oben wird sicherlich auch ein nicht zu unterschätzender Faktor sein. Das Problem, dass ein interessanter Platz vielleicht schon von anderen Smaragdsuchenden besetzt war, ergab sich hingegen überhaupt gar nicht erst und auch die Wassermengen, die man hier durchfließen sieht, sind ganz ideal zum Waschen. An der Stelle, wo ihr mich jetzt gerade sehen könnt, scheint vorher noch niemand gewesen zu sein. Dort, wo jetzt der Hammer liegt, habe ich zunächst erst einmal die größeren Steine weggeräumt, die man drumherum noch erkennen kann. Darunter kam zunächst eine Kiesschicht und noch etwas tiefer das von uns gesuchte schlammige, kiesige Material. Das werden wir jetzt durchwaschen und werden hoffentlich bald fündig werden. Heute hat es sehr lang gedauert, aber hier sehen wir es endlich grün im Waschbrett. Der erste Smaragd. Anstatt etwas Grünem ist auf dem Waschbrett ein schwarzes Mineral liegen geblieben. Wenn man es ganz stark gegen das Licht hält, sieht es eher nach einem ganz dunklen Grün aus, das im ersten Moment vielleicht wie schwarz aussieht. Es handelt sich eindeutig um das sehr seltene Mineral Epidot und das ist bei Sammlern ziemlich beliebt. Das ist natürlich schon mal ein sehr schöner Fund. Schaut mal hier.
Wie erfolgreich ein Schürftag letztlich in dem kurzen Zeitfenster von ein paar Stunden, welches einem zur Verfügung steht, abgeschlossen werden kann, wird neben einer gehörigen Portion Glück auch sicherlich davon abhängen, wie viel Material man schließlich durchwaschen kann. Wir haben deshalb die Technik entwickelt, den Fluss einen Teil der Arbeit erledigen zu lassen. Während wir den nächsten Eimer füllen, wird der vorherige bereits durchgespült, sodass ich nach meiner Rückkehr direkt mit der Durchsicht beginnen kann. Das ist effektiv und spart viel Zeit. Beinahe hätte ich den zweiten Smaragd des heutigen Tages übersehen, weil er auf dem Brett liegen geblieben ist, wo ich eigentlich das Material zum Vorwaschen drauf lege. Aber er ist oben in die Ecke gespült worden und ich habe gerade eben hingeschaut, auf einmal liegt da ein freigespülter kleiner Smaragd. Könnt ihr ihn erkennen? Ich hole ihn euch ran. Und er glitzert und funkelt grün, das glaubt man gar nicht. Also richtig, richtig toll. Zwar nicht so groß wie der andere, den ich vorhin gefunden habe, aber auch wieder super schön. Was ich hier gerade sehe, ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Könnt ihr es da vorne erkennen? Ziemlich groß und ziemlich grün. Ich traue der ganzen Sache nur noch nicht so wirklich. Es ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Ich habe vorhin aber auch dieses braune Stück gefunden und das sieht mir ein wenig nach Glas aus. Nicht, dass hier nachher jemand eine Glasflasche zerschmissen hat und ich sammle die hier wieder auf. Also es sieht wirklich sehr grün aus. Tja. Das wäre einfach zu schön, um wahr zu sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Immerhin wieder was Interessantes. Ich hatte hier oben auch immer mal wieder diese gelben, oder besser gesagt honigartigen Steinchen mit dabei. Inzwischen weiß ich darüber ein bisschen mehr. Es soll sich allen Anschein nach um Quarz handeln, mit Eiseneinschlüssen, die für diese Farbe sorgen. Man kann auf jeden Fall festhalten, dass es hier oben weitaus mineralienhaltiger ist als unten. Denn hier haben wir das nächste schöne Stück. Einen vollständigen Kügeltwürfel. Möglicherweise war es einfach nur Glück, aber so wie es aussieht, scheint an der Theorie, dass die Chancen für gute Funde weiter oberhalb besser sind, etwas dran zu sein. Nach einem ziemlich erfolgreichen Tag wird es jetzt langsam Zeit für den Rückweg, aber morgen werden wir unsere Suche hier oben weiter fortsetzen. Ich habe hier eigentlich einen sehr schönen Platz gefunden und schon mit dem Schürfen angefangen, aber das Wetter, das sieht nicht ganz so toll aus. Das ist wirklich schade. So schnell kann es hier in den Bergen gehen. Vorhin hat noch die Sonne geschienen und jetzt zieht ein Wolkenfeld durch und es regnet. Im Moment geht es noch, aber wir müssen das Wetter weiter beobachten und im schlimmsten Fall die Suche abbrechen. Schon in der Nacht waren mehrfach teils heftige Gewitter und Regenschauer durchgezogen. In den Bergen haben solche Momente immer eine ganz, ganz besondere Stimmung, wenn das Grollen des Donners von einem engen Tal verstärkt und den umliegenden Felswänden wieder als Echo zurückgeworfen wird.
Bis zum Morgen hatte das Wetter glücklicherweise wieder aufgeklärt und es waren nur noch vereinzelte Wolken am Himmel. Die Wettervorhersage sah zudem keine weiteren Gewitter voraus, womit eine unmittelbare Gefahr durch die Wetterbedingungen erst einmal ausgeschlossen zu sein schien. Zunächst stand einer Wiederholung des vorherigen Tages also nichts mehr im Wege. Als ich jedoch gerade das heutige Tagesziel erreicht, alles aufgebaut und den ersten Eimer durchgewaschen hatte, ging es plötzlich ganz schnell. Der Himmel hatte sich unbemerkt über mir verfinstert, während ich abgelenkt war und konzentriert nach unten auf die Waschbretter schaute. Erst als ich von oben nass wurde, bemerkte ich, dass es immer stärker anfing zu regnen. Es hat sich jetzt leider eingeregnet und alles ist platternass. Das macht keinen Sinn mehr. Wir müssen wieder absteigen und hier aufhören. Aber immerhin, wir haben ein paar Smaragde gefunden und auch ein paar andere Mineralien. Das soll uns ja für hier oben dann auch erstmal reichen. Jetzt muss aber die Vernunft walten und auch die Vorsicht und da gehen wir kein Risiko ein. Schaut euch mal unsere Sachen an. Ich bin durch und durch nass geworden. Ich muss jetzt so schnell wie möglich den Weg zurück, damit ich mich bewege und warm bleibe. Anders geht's nicht. Aber trotzdem, das ist natürlich ein richtiges Abenteuer. Nach einem ziemlich anstrengenden Aufstieg hatten wir endlich einen höher gelegeneren Schürfplatz gefunden und direkt mit der Arbeit angefangen. Zu welchem Ergebnis das Ganze geführt hat, das werden wir euch jetzt in einer kleinen Fundauswertung zeigen. Bitte schön. Inzwischen war es Tag Nummer 4, den wir im Havachtal verbringen durften, als wir die höher gelegenere Stelle aufgesucht haben, die ihr vorhin sehen konntet. Wie erhofft, ging dieser Tag auch gleich sehr mineralienhaltig los. Tatsächlich schien an der Theorie, dass es weiter oben mineralienhaltiger ist, etwas dran zu sein, denn wie wir allein anhand der Anzahl der Funde hier sehen können, ist doch an Tag 4 so einiges zusammengekommen und insgesamt war es der Tag, an dem wir die meisten Funde gemacht haben. Vor Ort haben wir euch den kleinen Bergkristall, den wir hier bei der Nummer 1 sehen, noch nicht gezeigt, weil wir ihn für einen Fund gehalten haben, der nun nicht eine ganz so besondere Rolle spielt. Wesentlich spannender wurde es hier bei der Nummer 2 mit unserem Epidot. Ich hatte zwar vorher gesagt, dass es sich um ein seltenes Mineral handelt, so selten ist Epidot allerdings auch wieder nicht. Jedoch ist es hier ein sehr schönes Exemplar und es sieht eigentlich aus, als ob es eine tiefschwarze Farbe ist. Das ist allerdings nicht ganz richtig, denn dieser Epidot hat eher ein sehr, sehr dunkles Grün. Wir schauen mal ein bisschen auf die Abmessungen. Und sehen hier, dass er 4 mm in der Breite hat. Und auch etwa dieselben Maße in der Länge aufweist. Er ist also relativ würfelförmig und ein sehr schönes Exemplar. Damit nicht genug, denn es folgte kurze Zeit später der erste Smaragd des Tages, der wirklich wunderschön ist und wir können es auch schon erkennen, er hat eine ordentliche Größe, die exakt 4 mm in der Länge und wie wir hier erkennen können, 3 mm in der Breite beträgt. Dann wollen wir mal sehen, welches Gewicht er auf die Waage bringt. Die Waage ist auf Karat eingestellt und nun wiegen wir mal ab, was er auf die Waage bringen wird.
Wie wir erkennen können, ist unsere Anzeige bei 0,5 Karat stehen geblieben. Das heißt, dieser Smaragd von Tag Nummer 4 bringt ein halbes Karat auf die Waage und ist damit gleichzeitig auch der größte Smaragd, den wir im Habachtal bis jetzt gefunden haben. In der Nahaufnahme können wir uns den Smaragd von Tag Nummer 4 nun noch einmal ganz genau anschauen. Und wenn wir genau hinsehen, dann fällt auf, dass ihm hier und auch noch an einigen anderen Stellen noch das Muttergestein anhaftet, in das er einmal eingebettet war. Man könnte das natürlich noch entfernen, damit er noch viel mehr zur Geltung kommt, aber es soll ja hier erstmal um den Stein an sich gehen. Und wir können erkennen, dass er auch so einige Regelmäßigkeiten aufweist, die für seine Qualität sprechen, denn die Seiten sind alle relativ gleich. Es gibt keine spitzen Kanten, nichts, was abgesplittert ist, und er hat auch eine sehr schöne grüne Farbe. Trotzdem ist er natürlich immer noch relativ klein. Mit viel Geschick könnte man diesen Stein theoretisch tatsächlich in einen kleinen geschliffenen Smaragden verwandeln. Allerdings muss man natürlich auch bedenken, dass bei dem Schleifprozess viel Material verloren geht und es würde wirklich nur ein winziges, kleines, geschliffenes Steinchen am Ende überbleiben. Es soll aber ja im Moment einfach nur um die Theorie gehen, dass es mit diesem Stein vielleicht sogar schon möglich wäre. Und von daher ist der Smaragd von Tag Nummer 4 tatsächlich unser Highlight-Fund gewesen. Wenn wir im Vergleich dazu einmal den Epidot hier neben schieben, dann können wir sehen, dass er von der Größe her relativ dem Smaragd entspricht. Allerdings ist er viel unregelmäßiger und das wäre natürlich dann ein Ausschlusskriterium, um einen solchen Stein schleifen zu können. Auch von daher haben wir natürlich mit dem Smaragd hier wirklich Glück gehabt und er ist damit tatsächlich der schönste Fund unserer Suche. Unsere Suche ging an diesem Tag natürlich noch weiter und hier unten bei den etwas weniger relevanten Funden seht ihr nochmal diese grünen Objekte, grün und äußerst durchsichtig. Dabei wird es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Glassplitter handeln, genauso wie bei diesen braunen Objekten hier. Genau deshalb sind sie auch hier unten gelandet. Wir wollten sie euch der Vollständigkeit halber noch einmal zeigen, aber es handelt sich auf jeden Fall nicht um Edelsteine. Deshalb haben wir sie aussortiert. Es gab an diesem Tag also nur einen einzigen Smaragdfund, dafür aber einen recht ordentlichen. Schön war dann auch, was noch zum Schluss gekommen ist, und zwar nämlich diese beiden Pyritwürfel, die wir hier sehen. Den kleinen Pyritwürfel hier oben können wir wieder zu unserem Standardfund zählen. Einen solchen haben wir tatsächlich jeden Tag gefunden. Eine Besonderheit war dann doch dieser große Pyritwürfel, der im Vergleich zu dem kleineren doch um einiges größer ist. Und wir können uns auch hier einmal die Maße anschauen und sehen, dass er den Zentimeter voll und ganz ausfüllt. Das heißt, in der Länge haben wir einen vollen Zentimeter. In der Breite ist es fast 1 Zentimeter. Eventuell könnte man sagen 0,095 mm, wenn wir das ganz exakt sagen wollen. Aber auch da hat er fast 1 Zentimeter. Und in der Breite ist er etwas schmaler. Das können wir hier auch erkennen. Dort liegen wir bei knapp 4 mm. Unsere Waage hat sich inzwischen ausgeschaltet, aber auch hier können wir mal schauen, welches Gewicht er auf die Waage bringt. Einfach nur, um im Größenvergleich mal zu sehen. Unser Pyritwürfel hätte 10,75 Karat. Im Gegensatz dazu liegt unser Mini-Pyritwürfelchen hier bei schlappen 0,6 Karat. Tag Nummer 4 ging also
äußerst spannend für uns weiter und auch über die Besonderheiten wie den Epidot und den großen Pyritwürfel haben wir uns sehr gefreut. Nichtsdestotrotz war natürlich der größte Smaragd unserer Suche hier auch das absolute Highlight. Mit großen Erwartungen ging es dann weiter zu Tag Nummer 5, an dem wir uns vorgenommen hatten, einfach genauso weiterzumachen wie zuvor. Allerdings habt ihr das ja im Video auch gesehen, was dann passierte. Das Ergebnis von Tag Nummer 5 endete mit dem einen einzigen Pyritwürfel, den wir hier vor uns liegen haben. Und es hatte einfach den Grund, dass das Wetter an dieser Stelle nicht mehr mitgespielt hat. Trotzdem waren auch diese Gegebenheiten wieder sehr aufschlussreich für uns, weil man ja einmal bedenken muss, dass ich die Ausrüstung gerade erst ausgepackt hatte und einen einzigen Eimer durchgewaschen hatte und schon war dieser erste Pyritwürfel drin. Es scheint also wirklich so zu sein, dass der Mineralienreichtum weiter oberhalb doch wesentlich größer ist, denn bis man dann auch einen Pyritwürfel findet, hatte es auch an den vorherigen Tagen immer doch eine Weile gedauert. Hier kam er sofort zum Vorschein und danach mussten wir unsere Sachen leider einpacken und die Suche abbrechen. Deshalb kamen hier im weiteren Verlauf deshalb auch keine weiteren Funde hinzu. Alles in allem war die Schürfstelle, die etwas höher gelegen war, doch wirklich noch um einiges interessanter als ganz unten und trotz des schwierigen Aufstiegs hat sich dieser Weg definitiv gelohnt. Die Funde unserer letzten beiden Tage im Habachtal zeigen wir euch jetzt natürlich noch einmal zusammenfassend in unserer abschließenden Fundschau. Unsere Zeit im Habachtal war viel zu schnell wieder vorbei, aber wir hoffen trotzdem, dass wir euch viele spannende Dinge zeigen konnten und würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und ich sage bis bald. Tschüss!
Tschüss.